Hallo allerseits, hier ist Laura von Musalingua. Willkommen zu unserer Serie mit Tipps und Tricks zur deutschen Grammatik. Wir haben unser Bestes gegeben, die deutsche Grammatik einfacher zu machen. Denn uns ist klar, viele Leute denken, dass Deutsch eine schwierige Sprache ist. So hört man oft. Das Leben ist zu kurz, um Deutsch zu lernen. Aber die Leute hatten auch uns noch nicht immer zur Seite. Musalingua und unsere Tipps und Tricks zur deutschen Grammatik. Mit unseren Tipps können Sie schneller die deutsche Grammatik lernen und Sie werden dafür nicht Ihr ganzes Leben brauchen. Versprochen. Manche Teile der deutschen Grammatik sind sogar viel einfacher als in anderen Sprachen. Der erste Teil der Serie erklärt Ihnen also, was Sie nicht lernen müssen. Also, entspannen Sie sich und glauben Sie niemanden mehr, der sagt, dass Deutsch schwierig zu lernen ist. Punkt 1. Deutsch hat keine Konjugationsgruppen. Das macht das Konjugieren von Verben viel einfacher als in vielen anderen Sprachen. Alle Verben haben die gleiche Endung n und werden fast immer gleich konjugiert. So müssen Sie keine 3 Konjugationsgruppen lernen. Das spart viel Zeit und Energie. Punkt 2. Alle Verben haben im Infinitiv also die gleiche Endung. Plus, es gibt auch fast keine wirklich unregelmäßigen Verben. Die meisten von ihnen können Sie Gruppen zuordnen, weil sie fast immer einem Muster folgen. Sie müssen sie also nicht alle lernen. Sie müssen nur wissen, zu welcher Gruppe sie gehören und dann können Sie sie konjugieren. Die wirklich unregelmäßigen Verben, die übrig bleiben, sind nur sehr wenige. Punkt 3. In Deutsch gibt es nicht so viele Zeitformen wie in vielen anderen Sprachen. Es gibt zum Beispiel keine Form für Aktionen, die gerade passieren. Und es gibt auch nicht so viele Formen, die etwas beschreiben, das unmöglich, unwahrscheinlich oder unsicher ist. Das minimiert die Zahl der Formen, die Sie lernen müssen, deutlich. Und es ist auch viel einfacher zu wissen, wann man welche Zeitform benutzt. Beim Sprechen verwenden wir sogar noch weniger Zeitformen. Manche Zeitformen nutzt man nur beim literarischen Schreiben. Also brauchen Sie sie am Anfang nicht. Sie müssen eigentlich nur das Präsens und eine Zeitform in der Vergangenheit lernen. Das Präsens nutzen wir fast immer auch für die Zukunft. Wenn Sie also diese 2 Zeitformen beherrschen, dann können Sie 80% ausdrücken und verstehen. Punkt 4. Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen Deutsch und anderen europäischen Sprachen. Wenn Sie Wörter wie die Butter, das Bier oder das Wasser hören, dann sehen Sie direkt die Ähnlichkeit mit dem Englischen. Es gibt aber auch viele Wörter aus dem Lateinischen, die also sehr ähnlich zu Wörtern aus dem Italienischen, Spanischen oder Portugiesischen sind. Zum Beispiel die Generation, die Alternative oder die Kapazität. Punkt 5. Manche Leute bekommen Angst, wenn sie die langen deutschen Wörter sehen. Aber das muss nicht sein. Eigentlich verbinden wir nur bekannte Wörter und lassen keinen Platz dazwischen. So muss man auch nicht so viel über die Satzstruktur nachdenken. Ein langes Wort kann aus 2, 3 oder sogar noch mehr Wörtern bestehen. Ein Beispiel. Auf Englisch sage ich the key of the door of the room. Auf Deutsch ist das ganz einfach Zimmertürschlüssel, also Room Door Key. Sie müssen also einfach die Teile des Wortes lesen und können dann verstehen, was die andere Person meint. Vielleicht können Sie eines Tages sogar Ihre eigenen langen deutschen Wörter erfinden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, dass in der deutschen Grammatik nicht alles super kompliziert ist. Wenn Sie noch mehr Informationen haben möchten,
Schauen Sie im Text unter dem Video nach. Sie werden sehen, dass sich unsere Methode auf die Basisgrammatik konzentriert. Und das ist genau das, was Sie brauchen, um schnell Deutsch zu sprechen. Viel Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal.